Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dennerle Kochstudios. Mein Name ist Volker Jochum und heute geht es um das Thema Wabi-Kusa. Was ist eigentlich ein Wabi-Kusa? Ein Wabi-Kusa ist nichts anderes wie ein Blumengesteck aus Aquarienpflanzen. Einer der wichtigsten Dinge, die wir für einen Wabi-Kusa brauchen, sind Handschuhe, weil es gibt eine Riesensauerei, das kann ich euch versprechen. Ein Wabi-Kusa wird ja aus Aquarienpflanzen hergestellt. Und was benötigen Aquarienpflanzen? Sie brauchen Nährboden. Egal, ob sie jetzt im Aquarium sind oder ob wir sie in einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit halten wollen. Und aus dem Grund nehme ich als Träger, nehme ich immer Soil. Für einen Wabi-Kusa nehme ich immer ca. 500 Milliliter Soil. Und dann als nächstes, die Männer, die jetzt zuschauen, geht mal zu ihrer Frau oder Freundin an die Strumpfschublade und klaut ihnen ihre Einwegsocken oder Strumpfhosen, könnt ihr dann auch abschneiden. Das ist echt ein cooler Trick. Dann geht ihr hin und schüttet das einfach so rum. Wie gesagt, das sind jetzt ca. 500 ml an Soil. Und dann hat man so einen schönen kleinen Ball. Wenn ihr den Soil in den Strumpf gefüllt habt, drückt ihr ihn so ein bisschen an, schlägt ihn ein bisschen auf den Tisch, bis er sich ein bisschen gesetzt hat. Und dann geht ihr hin und macht einfach mal so und dann einen Knoten in den Socken oder Strumpf. Und dann, was hier noch übrig ist, das schneidet ihr einfach ab. Wenn ihr euer Wabi-Kusa so vorbereitet habt, dann geht ihr einfach hin, nehmt einen Eimer und legt es für ein paar Sekunden in den Eimer, dreht es ein bisschen dabei und schwenkt es so ein bisschen. Und ich habe ja vorhin gesagt, wichtig sind Handschuhe und jetzt könnt ihr auch sehen, warum Handschuhe. Weil dieser ganze feine Staub geht jetzt raus. Der ist nicht schlimm, aber es ist halt extrem schmutzig. Und aus dem Grund auch am besten organisiert ihr euch, wenn ihr das Wabi-Kusa macht, so eine kleine Kunststoffwanne, wo ihr auch euren Tisch oder so nicht versaut. Und hier könnt ihr ja sehen, es ist echt schmutzig. Jetzt beginnen wir mit der Bepflanzung. Pflanzen verwende ich hier, die waren schon mal im Aquarium drin und die waren einfach übrig und waren zu schade zum Wegschmeißen. Und aus dem Grund bauen wir aus dem Ding jetzt mal ein Wabi-Kusa. Fangen wir mal an. Als nächstes braucht ihr noch Schnur. Ich nehme immer Nylonschnur oder Angelschnur, eine relativ dünne. Da gehe ich hin und wo der Knoten ist, fange ich an. Was ihr auch nehmen könnt, ist so Nähgarn. Schwarzes Nähgarn, grünes Nähgarn, wie ihr wollt. Oder so Baumwollfaden, was das auch immer auch ist. Das könnt ihr auch nehmen. Ich nehme lieber Angelschnur, weil die auch ein bisschen reißfester ist. So, die haben wir jetzt hier unten am Knoten befestigt. Legt euch diese Rolle so hin. So. Drehen das Wabi-Kusa rum. Drücken es ein bisschen flach. Und dann beginnen wir mit Moos. Hier zum Beispiel habe ich Versicularia feri. Das ist das auch im Handel, findet ihr auch das unter Whipping-Moos. Ist ein schönes Moos. Versicularia montagnei, also das Christmas-Moos geht prima, aber ihr könnt auch Hemianthus cuba nehmen, ihr könnt Migrantium species Monte Carlo nehmen oder die heißt jetzt Tweety Eye. Also wie auch immer, für hier drumherum das zu kaschieren, nehmt ihr am besten flach wachsende Pflanzen. Ich nehme am liebsten Moos, weil das halt auch einfach ist und von den Ansprüchen nicht so hoch. Und dann legt man einfach so ein bisschen Moos, fängt man an drumherum zu legen und dann beginnt ihr einfach immer im Kreis zu wickeln. Jetzt ist die Rolle runtergefallen. Also mit dem Moos sind wir jetzt fertig. Jetzt könnt ihr sehen, hier in der Mitte, in dem Bereich, habe ich bewusst freigelassen, weil da
kommen später noch Stängelpflanzen rein. Und als nächste Pflanze nehme ich eine Hydrocotyle tripartita, auch bekannt unter Hydrocotyle species Japan. Das ist eine Hydrocotyle-Art, die ganz kleine Blätter, also die wächst emers ganz klein, sieht schön aus, ähnlich wie ein bisschen Klee, und die passt halt super, also ein schöner Kontrast zu dem dunklen Moos, und dann die hellgrüne Pflanze sieht echt genial aus. Zu der Bepflanzung, da gehe ich immer so vor. Also ich nehme hier immer, zum Beispiel jetzt hier bei der Hydrocotyle, nehme ich mir hier so einen Trieb, das sieht dann so aus. Dann mache ich mir in meinem Wapicusa mit der Pinzette ein Loch und stecke das einfach so rein. Und das mache ich jetzt einfach mal rundrum, und dann kommt die nächste Pflanze und irgendwann ist das alles zugepflanzt. Mit der Bepflanzung sind wir jetzt komplett fertig. Ihr könnt sehen, ich habe hier zum Beispiel die Hydrocotyle, dann habe ich hier eine Rotala Species Super Red, und dann habe ich hier noch eine schöne Lysimachia habe ich noch genommen. Das waren alles Pflanzen, die ich übrig hatte. Diese Pflanzen waren im Aquarium, sind aber aus dem Aquarium von alleine rausgewachsen. Das heißt, die Blätter haben sich von dem submersen Zustand in den emersen Zustand schon umgestellt. Das heißt, das Blattwerk ist härter. Also die Pflanze wächst jetzt eigentlich normalerweise direkt weiter. Und ich habe ja am Anfang gesagt, es ist eine Riesensauerei. Und wie ihr sehen könnt, ich habe nicht übertrieben. Es ist schon extrem dreckig. Aus dem Grund, ich sage es nochmal, zieht Handschuhe an. Ich spreche aus Erfahrung. Euer Wapicusa muss ja auch irgendwo aufbewahrt werden. Wer sich mit dem Thema schon mal ein bisschen befasst hat, stößt ja immer auf solche kleinen Glasgefäße, Glasvasen, also so ein bisschen größere Schüsseln mit höherem Rand und so. Und ich nehme meistens unser 10er Nanocube. Es bietet sich an. Es hat den Vorteil, das Aquarium ist relativ hoch, und dadurch bleibt im unteren Bereich die Luftfeuchte auch relativ hoch. Das heißt, ihr müsst es nicht langsam umgewöhnen. Umgewöhnen heißt, wenn ihr so eine kleine Schüssel nehmt, müsst ihr es immer mit einer Glasigfolie abdecken, muss am Tag öfters mal gelüftet werden, der Intervall muss immer öfters gemacht werden, ist enorm viel Arbeit. Das kann man sich sparen, wenn man so ein kleines Aquarium nimmt, wo einen relativ hohen Rand hat. Natürlich braucht das Wapicusa auch Licht, und da nehme ich immer unsere Power-LED. Die Power-LED hat den Vorteil, ich kann sie in der Höhe verstellen, weil es kann passieren, dass das Wapicusa hier drin steht, es fängt an zu wachsen und es wächst auch oben raus. Und wenn es dann irgendwann oben raus wächst und eine gewisse Höhe hat, fängt es dann auch an zu blühen. Also das sieht extrem toll aus, und aus dem Grund nehme ich gern die Power-LED, weil man die auch in der Höhe verstellen kann. Hier den Kies, das ist unser Planta Hunter Kies. Den nehme ich nur als Zierde und auch so ein bisschen den hässlichen Rand hier ein bisschen zu verdecken. Am Anfang, bis das Moos drüber gewachsen ist. Aber für den Anfang nehme ich immer so ein bisschen Kies. Sieht schöner aus. Und dann gehe ich einfach nur noch hin, stelle mein Wapicusa rein, schütte es mit etwas Leitungswasser auf. So, das ist genug. Am Anfang mache ich ein bisschen mehr Wasser rein, und dann später kann das auch ein bisschen weniger Wasser sein. Hat den Vorteil, das Wapicusa kriegt immer von unten Wasser, bleibt immer schön nass, die Wurzeln wachsen runter, sind immer mit Wasser versorgt, und auch die Luftfeuchte in dem Bereich ist relativ hoch. Die Pflanzen wachsen langsam hoch, akklimatisieren sich, passen sich dieser Luftfeuchte oder den Bedingungen an und wachsen dann gesund weiter. In der Pflege ist das Wapicusa ganz einfach. Ihr schüttet ja einfach nur ein bisschen Wasser nach. Wenn Wasser verdunstet, schüttet ihr nach. Bitte aber darauf achten, wenn ab einer gewissen Zeit, sagen wir mal, wenn ihr da 3-4 Mal nachgeschüttet habt, was passiert? Wasser verdunstet, das Salz bleibt zurück. Also
Das Wasser wird immer härter und härter. Aus dem Grund nimmt ab und an auch mal destilliertes Wasser oder wenn ihr habt, Osmosewasser, funktioniert super. Also nicht immer, aber kann man ab und an mal machen, dass man das ein bisschen wieder vermischt. Und ansonsten die Nährstoffe holt sich das Wapikusa über den Soil. Die CO2 braucht ihr nicht. CO2 habt ihr hier in der Raumluft. Da holen sich die Pflanzen das CO2 über die Raumluft. Und ansonsten einfach mal ab und an mal das Aquarium abstauben. Das war's an der Pflege. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn nicht, schreibt in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Und schreibt uns auch in die Kommentare, was ihr gerne von uns sehen würdet. Und über die Entwicklung dieses Wapikusas halten wir euch auf Instagram und Facebook auf dem Laufenden. Bis dann, ciao!